Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Judith und ich freue mich riesig, denn wir häkeln heute endlich mein neues Top-Design Yard zusammen. Yard ist ein luftiges Mesh-Top, das ihr wirklich super vielseitig kombinieren könnt. Ihr könnt das zum Beispiel so wie ich einfach über ein Kleid drüber ziehen, aber auch ganz schlicht über ein T-Shirt oder, wenn ihr es ein bisschen sexy haben wollt, einfach über einen Bikini. Also da gibt es wirklich tausende Möglichkeiten. Für mich ist es auf jeden Fall das perfekte Festival-Outfit, aber auch im Alltag oder im Urlaub sieht es einfach toll aus. Das Muster wirkt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen kompliziert, ist aber super einfach, und damit ihr das ganz unkompliziert nachhäkeln könnt, zeige ich euch heute in diesem Video alles ganz langsam, Schritt für Schritt. Außerdem gibt es auch noch eine passende schriftliche Anleitung zu diesem Design. Dieses findet ihr wie immer in der Infobox. Dort habe ich euch natürlich auch alle Materialien, die ich heute in diesem Video verwende, verlinkt. Und weil ich eure Unterstützung wirklich sehr zu wertschätzen weiß, gibt es für euch auch einen kleinen Rabattcode, und zwar bekommt ihr mit dem Code YouTube-15 10% Rabatt auf die Anleitung. Und falls ihr euch für den Kauf entscheidet, dann danke ich euch ganz, ganz herzlich für die Unterstützung. Damit helft ihr mir nämlich weiterhin, kostenlose Videos für euch hier auf YouTube zu produzieren und solche schönen Anleitungen zu erstellen. Übrigens habe ich euch auch diese Glitzersteine, die ich jetzt hier auf meiner Stirn kleben habe, auch in der Infobox verlinkt. Also einfach alles, was dazu passt, weil ich finde, das ist ein richtig cooles Festival-Outfit. Was meint ihr? Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr das jetzt noch nachholen wollt und einen lieben Kommentar da lasst. Und jetzt würde ich sagen, ran an die Nadeln, los geht's. Wir stricken unser Häkelnetztop mit der Cosmo von Lana Grossa. Das ist ein richtig, richtig schönes Paillettengarn, und das Tolle an diesem Paillettengarn ist, dass es erstens sehr große Pailletten hat. Das passt natürlich perfekt zu dem Design, das wir jetzt gleich häkeln werden, und außerdem ist es sehr ergiebig. Es hat nämlich auf 100 Gramm 260 Meter, und das Beste ist, dass es wirklich auch zu 100% aus Baumwolle ist, also die Wolle hier an sich, und das ist tatsächlich sehr selten, weil meistens sind diese Paillettengarne aus Plastik. Finde ich also die perfekte Wahl für unser Netztop. Außerdem brauchen wir natürlich eine Häkelnadel. Ich habe hier eine 5 mm Häkelnadel. Falls ihr aber zum Beispiel sehr, sehr fest häkeln solltet, dann könnt ihr direkt eine Nummer größer nehmen und mit einer 6 mm Nadel häkeln. Ich habe euch natürlich alles, was ich heute verwende, unten in der Infobox verlinkt, und ich freue mich immer sehr, wenn ihr die Wolle und so weiter über meine Links einkauft. Da bekomme ich dann nämlich eine kleine Provision, ihr bezahlt aber nicht mehr. In der schriftlichen Anleitung findet ihr richtig viele Größen, und zwar gibt es dieses Top diesmal von XS bis 4xL, also wirklich für jeden eine passende Größe dabei, und dort findet ihr natürlich auch die ganzen Angaben, wie viele Mustersätze ihr häkeln müsst und so weiter und so fort. Und in diesem Video zeige ich euch jetzt, wie wir das Ganze dann umsetzen, so damit dann eben keine Fragen mehr offen bleiben. Wir starten nämlich jetzt erstmal mit einer sogenannten Luftmaschenkette, und das geht auch ganz einfach. Wir machen das jetzt wirklich Schritt für Schritt alles gemeinsam. Ich lege mir hier erstmal so eine Schlaufe und komme dann mit dieser Schlaufe mit dem Faden hier durch und halte mir das mit der Häkelnadel fest, und somit habe ich mir jetzt hier die erste Masche gelegt. Bei diesem Garn ist es wichtig, dass ihr wirklich auch relativ locker häkelt, also zieht das nicht so fest, sonst habt ihr dann nachher nämlich Schwierigkeiten durchzukommen, und auch beim Zählen wird das ein bisschen schwierig. Also achtet wirklich darauf, hier ein bisschen lockerer zu häkeln. Wie gesagt, wenn ihr eh schon sehr fest häkelt, dann nehmt auf jeden Fall eine größere Häkelnadel. Und jetzt schlagen wir uns, wie gesagt, Luftmaschen an, und das geht wirklich super einfach. Ihr fahrt einfach mit eurer Häkelnadel hier einmal um diesen Faden, also bei mir kommt der Faden dann hier von hinten nach vorne um die Nadel, und dann zieht ihr euch den hier einfach einmal durch, und somit habt ihr euch jetzt die erste Luftmasche angeschlagen. Und das machen wir jetzt einfach die ganze Zeit, heißt, ich fahre hier wieder durch, hole mir diesen Faden und ziehe mir den durch meine Schlaufe. Und dann habe ich jetzt die zweite Luftmasche gemacht. Und jetzt seht ihr auch schon, wie schön locker das eben mit der großen Nadel hier wird. Und so geht es weiter. Wir holen uns wieder diesen Faden, ziehen ihn durch
und haben somit die dritte Luftmasche gemacht. Und jetzt macht ihr eben insgesamt so viele Luftmaschen, wie in der Anleitung beschrieben. Oder wenn ihr sagt, nö, ich möchte die Anleitung nicht kaufen, dann müsst ihr das eben einfach selber berechnen. Aber einfacher ist es natürlich mit der Anleitung. Ich habe jetzt meine Luftmaschenkette angeschlagen. Also ihr seht schon, das ist einfach so eine lange Schlange, die wir dann haben, die wunderschön glitzert. Und jetzt wollen wir das Ganze zur Runde verbinden. Und übrigens noch so ein kleiner Tipp. Also ihr seht es ja selber, dadurch, dass wir sehr locker häkeln und so weiter und später auch dieses Netzmuster haben, dehnt sich das Ganze einfach nochmal ein ganzes Stück. Also wenn ihr unsicher seid, welche Größe ihr nehmen sollt, dann rate ich persönlich euch die kleinere Größe zu nehmen, weil das wie gesagt nochmal 10-20 cm größer werden kann. Wenn ihr das aber sowieso relativ locker haben wollt, und das ist ja bei diesem Design auch cool, dass man das eben super über ein T-Shirt oder ein Kleid oder was auch immer tragen kann, dann darf das ja auch so ein bisschen lockerer sein. Also das ist alles halb so schlimm. Und jetzt wollen wir das, wie gesagt, zur Runde verbinden. Am besten achtet ihr jetzt drauf, dass diese Luftmaschenkette nicht verdreht ist. Also zumindest so ungefähr, ist aber auch nicht so wild, wenn sie leicht verdreht ist. Und dann nehmen wir uns jetzt hier einmal den Anfang zur Hand und häkeln jetzt in die erste Masche, die wir damals angeschlagen haben, eine Kettmasche. Und das machen wir so, wir gehen jetzt einfach hier durch diese erste Masche durch, also fahren da durch, dann haben wir jetzt hier diese beiden Teile auf unserer Nadel, holen uns den Faden und ziehen ihn durch beide Teile durch. Und somit, seht ihr schon, haben wir das Ganze jetzt hier schön zur Runde verbunden. Und jetzt starten wir mit unserer ersten Runde. Und wir wollen ja jetzt gleich das Muster häkeln, aber dafür müssen wir jetzt erstmal Höhe aufbauen. Und deswegen starten wir mit Steigeluftmaschen. Steigeluftmaschen nennt man die, weil man die eben wirklich nur dafür verwendet, Höhe aufzubauen. Und diese Steigeluftmaschen, die ersetzen jetzt bei unserem Muster das erste Doppelstäbchen. Wir werden nämlich gleich Doppelstäbchen häkeln. Und um ein Doppelstäbchen zu ersetzen, braucht man 4 Steigeluftmaschen. Also 1, 2, 3 und 4. Und jetzt seht ihr schon, haben wir hier wunderbar Höhe aufgebaut und das ist genau dieselbe Höhe, wie ein Doppelstäbchen gleich haben wird. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass dieses Stäbchen hier sozusagen aus dieser Masche hier rauskam, also aus der letzten, die wir hier gehäkelt haben. Da kommt sozusagen unser Fake-Stäbchen raus. Und für unser Muster wollen wir jetzt außerdem 2 Luftmaschen machen. Und deswegen machen wir jetzt nochmal 2 Luftmaschen, also 1, 2. Und dann überspringen wir jetzt diese nächsten 2 Luftmaschen hier, damit wir eben dieses Netzmuster erhalten. Und dann kommt in die dritte Masche hier ein Doppelstäbchen. Und wie ein Doppelstäbchen geht, zeige ich euch natürlich auch. Wir wickeln uns jetzt hier zweimal den Faden um die Nadel. Also wir kommen von hier hinten um die Nadel, 1 und nochmal 2. Heißt, wir haben jetzt hier so 2 Umschläge um die Nadel liegen. Und mit der Masche, die auf der Nadel liegt, sind es jetzt 3. Also 1, 2, 3. Und jetzt wollen wir diese beiden Luftmaschen hier auslassen und in die dritte hier einstechen. Also hier durch. Dann haben wir jetzt 4 solche Teile um die Nadel. Also 1, 2, 3, 4. Und jetzt holen wir uns den Faden und ziehen ihn durch die ersten beiden durch. Also 1 und 2. Könnt euch das so ein bisschen festhalten, wenn das schwierig geht. Dann holen wir uns den Faden nochmal und gehen durch die nächsten beiden, also 1 und 2. Und jetzt haben wir nur noch 2 auf der Nadel übrig. Und dann holen wir uns den Faden nochmal und gehen durch die letzten beiden. Und somit haben wir jetzt unser erstes Doppelstäbchen gemacht. Und ich finde, am Anfang erkennt man das noch ein bisschen schwierig mit dieser Luftmaschenkette, wo genau das jetzt drin war. Aber ihr könnt das hier ganz gut erkennen. Also wir haben hier die 1, 2 ausgelassen und hier reingehäkelt. Heißt, jetzt müssen wir wieder Luftmaschen machen. Also 1, 2 und die dann hier auslassen. Also hier haben wir gerade reingehäkelt und dann lassen wir die nächsten 2 aus. Also 1, 2 und hier in das dritte, hier rein kommt dann unser Doppelstäbchen. Dafür wieder zweimal einen Umschlag um die Nadel legen, hier einstechen, dann den Faden holen und durch die ersten beiden Umschläge ziehen, den Faden wiederholen und durch die nächsten beiden Umschläge ziehen
und den Faden wiederholen und dann haben wir alle abgemascht. Und jetzt könnt ihr dieses Netzmuster schon so ein bisschen erkennen und dann geht es wieder so weiter. Also wir machen jetzt immer dasselbe, wir machen 2 Luftmaschen, lassen dann 2 Maschen von der Reihe davor frei, also 1, 2 und dann kommt wieder ein Doppelstäbchen in die nächste Masche. Und dann erkennen wir das jetzt wieder schon ganz gut, würde ich sagen. Und so geht es jetzt einfach immer weiter. Wir machen es jetzt noch einmal zusammen. Also 1, 2. Und dann lassen wir jetzt hier die nächsten 2 Maschen wieder aus. Hier haben wir reingehäkelt. Also 1, 2 freilassen. Und dann in die dritte machen wir unser Doppelstäbchen. Also hier wieder zweimal um die Nadel wickeln. Hier durchfahren. Faden holen und durch die ersten beiden Umschläge gehen. Faden wiederholen und durch die nächsten beiden Umschläge gehen und den Faden wiederholen und durch die letzten beiden Umschläge gehen. Und ich finde, das sieht jetzt schon so cool aus. Das schreit schon nach einem Festival. Und ich glaube, das Schwierigste ist einfach wirklich nur hier die Maschen richtig zu erkennen. Aber ihr seht das eigentlich immer ganz gut so, wo ihr reingehäkelt habt. Also hier sehen wir jetzt, das ist dann so groß gezogen, weil wir da eben reingehäkelt haben. Also heißt, da haben wir schon reingehäkelt. Und dann kommen eben die nächsten 2, die wir freilassen. Also 1, 2 und dann hier in die dritte häkeln wir dann wieder. Aber erstmal brauchen wir noch unsere 2 Luftmaschen. Also ich glaube, ihr habt das jetzt ganz gut verstanden. Und das machen wir jetzt einmal, bis wir ganz rundherum die ganze Runde mit unserem Muster voll gehäkelt haben. So, ich habe jetzt hier einmal fast fertig drum herum gehäkelt und jetzt erkennt man das wirklich schon ganz schön. Und ich kann es nur noch mal betonen, ich weiß, es ist echt ein bisschen schwierig, die Maschen richtig zu erkennen. Aber Leute, ich bin mir sicher, ihr schafft das. Und wenn ihr es nicht beim ersten Anlauf schafft, dann probiert ihr das einfach nochmal. Also es ist wirklich halb so schwer. Man braucht manchmal einfach ein bisschen Übung und muss sich ein bisschen dran gewöhnen, aber dann erkennt man das auch echt ganz gut. Und ich bin jetzt hier, wie gesagt, fast am Ende. Mir fehlen jetzt hier nur noch 2 Luftmaschen. 1, 2. Und jetzt fahre ich, um das zur Runde wieder zu verbinden. Wir haben hier vorhin diese 4 Steigeluftmaschen gemacht. Ihr erinnert euch bestimmt noch, um das erste Doppelstäbchen zu faken. Und jetzt sehen wir einfach, wo hier die 4 Maschen sind. 1, 2, 3, 4. Und durch diese 4. fahren wir jetzt durch und machen uns einfach wieder eine Kettmasche. Heißt, wir holen den Faden und ziehen ihn direkt durch beide Teile hier durch. Und somit haben wir jetzt zur Runde verbunden. Und ich empfehle euch jetzt wirklich nochmal nachzuzählen, ob ihr denn richtig viele Mustersätze habt. In der Anleitung steht natürlich ganz ausführlich beschrieben, wie viele Mustersätze ihr pro Größe haben solltet. Und wie gesagt, falls ihr nicht hinkommt, falls da irgendwo ein kleiner Fehler passiert ist, macht es einfach nochmal. Es geht ja schnell. Und das ist wirklich der einzige schwierige Part. Ab jetzt wird es einfach. Diese erste Runde ist das Gemeine, aber ab jetzt wird es wirklich simpel, weil jetzt erkennt man das ja super, wo die Doppelstäbchen sind. Und jetzt geht es nämlich eigentlich auch genauso weiter. Um Höhe aufzubauen, starten wir wieder mit 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Und dann müssen wir wieder 2 Luftmaschen hier rüber machen. Also 1, 2. Und dann kommt ein Doppelstäbchen in das Doppelstäbchen der Vorrunde. Also wirklich ganz einfach, weil das erkennt man ja jetzt richtig gut, wo sich das Doppelstäbchen befindet. Und wie die gehen, das wisst ihr mittlerweile. 2 Umschläge drumherum und dann hier in das Doppelstäbchen einstechen. Faden holen, durch die ersten 2 Umschläge, durch die nächsten 2 Umschläge und durch die letzten 2. Und so bauen wir jetzt unser Muster Schritt für Schritt auf. Heißt wieder 1, 2 Luftmaschen und wieder ein Doppelstäbchen in das Doppelstäbchen der Vorrunde. Also es ist jetzt wirklich sehr einfach zu erkennen, nicht mehr so gemein wie in der ersten Runde. Und in diesem Schema geht es jetzt einfach immer weiter. Ihr macht immer am Anfang diese Steigeluftmaschen, dann 2 Luftmaschen und dann ein Doppelstäbchen in die Vorrunde, 2 Luftmaschen, Doppelstäbchen in die Vorrunde und so weiter und so fort, bis ihr wieder am Ende angekommen seid. Dann verbindet ihr das mit einer Kettmasche und dann machen wir das so hoch, wie es in der Anleitung steht. Oder falls ihr das höher haben wollt, also wenn ihr das nicht so cropped haben wollt,
könnt ihr das natürlich auch einfach länger machen. Und das Coolste ist, ihr könnt das sogar als Kleid machen. Das sieht auch richtig, richtig toll aus, dauert dementsprechend natürlich ein kleines bisschen länger, lohnt sich aber. Und ich häkel jetzt hier einfach mal weiter und dann treffen wir uns gleich wieder für die Ausschnitte. Da zeige ich euch dann noch, wie wir die Abnahmen arbeiten. Ich habe jetzt meinen Körper ein Stückchen hochgehäkelt und habe auch gerade gemerkt, dass ich in der letzten Aufnahme noch mal einen Ventilator anhatte. Sorry dafür, aber es ist richtig, richtig heiß hier gerade in Lissabon. Ich bin mal gespannt, wie es bei euch so ist. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Liebe ich immer sehr, das zu erfahren. Und jetzt bin ich auch schon bei meinen Ausschnitten angekommen. Und ich werde jetzt mal einen Ausschnitt schon mal häkeln, damit ich euch das gleich zeigen kann. Und dann machen wir das nochmal zusammen. Also da zeige ich euch dann nochmal, wie man die Abnahmen und die Spitze macht. Und guckt mal, ich finde, das sieht einfach schon so cool aus. Wie schön das glitzert. Ich liebe es. Der erste Brustteil ist fertig und ich finde, das ist richtig, richtig schön geworden. Und jetzt müssen wir natürlich dasselbe nochmal hier auf der anderen Seite machen, dass wir dann 2 davon haben. Also es soll dann so einen V-Ausschnitt am Ende geben. Und was dieses Mal ganz besonders ist bei der Anleitung, wir haben ja einmal die Größen hier für diesen Umfang. Und ich habe es jetzt aber so gemacht, dass ich bei den Cup-Größen nochmal die Größen anders gemacht habe. Bedeutet, ihr könnt dann wirklich aussuchen, was für eine Körpergröße ihr habt, also zum Beispiel XS oder XL oder was auch immer, und könnt zusätzlich dann das Cup auswählen. Weil ich habe halt zum Beispiel einen relativ schmalen Körper, aber doch eine größere Brust, und da ist es dann oft so, dass mir die Brustteile einfach zu klein sind, und so könnt ihr das dann ganz individuell anpassen. Finde ich richtig, richtig cool. Ich zeige euch jetzt aber natürlich nochmal ganz genau, wie alles funktioniert, und ich weiß, es ist tatsächlich so, dass ich euch die Sachen auch immer so gut zeige, dass ihr das natürlich auch ohne die schriftliche Anleitung nachmachen könnt oder könntet. Aber ich freue mich natürlich immer riesig und bin super dankbar, wenn ihr meine Arbeit wertschätzt und die Anleitung bei euch einziehen darf. Und ich verstehe das aber auch absolut, wenn sich das jemand zum Beispiel nicht leisten kann. Aber dann könnt ihr schon total helfen mit einem Daumen nach oben, so Daumen nach oben und einem lieben Kommentar. Denn so wächst dann die Reichweite für das Video. Das mag der Algorithmus sehr. Und das hilft mir auch schon sehr. Und jetzt häkeln wir weiter. Wenn ihr das erste Brustteil hier übrigens ranhäkelt, dann könnt ihr einfach direkt weiter häkeln. Und beim zweiten müssen wir jetzt natürlich den Faden neu ansetzen, weil wir das halt schon beendet haben. Und das ist übrigens auch das einzige Mal, wo wir den Faden neu ansetzen. Also richtig cool, weil man sehr wenig vernähen muss. Lieben wir ja alle. Und das machen wir jetzt einfach direkt daneben. Also wir schauen jetzt mal, wo das erste hier geendet ist. Und da ist hier diese erste Abnahme. Bedeutet, wir wollen auch genau hier starten, dass wir jetzt hier keine Lücke dazwischen haben oder so. Heißt, ich gehe jetzt einfach hier durch, also wo das letzte hier geendet ist, und hole mir den Faden und mache dann einfach meine 4 Luftmaschen, die wieder mein Fake-Stäbchen ergeben. Das kennt ihr ja schon, also meine Steige-Luftmaschen. Und normalerweise würde ich ja jetzt nochmal hier 2 Luftmaschen machen, wenn ich das Muster genau nachmache. Aber da wir jetzt ja die Abnahmen formen wollen, die nach hier links rüber gehen sollen, lassen wir diese Luftmaschen jetzt weg. Also die werden jetzt nicht mehr gehäkelt, sondern wir starten direkt mit unseren Doppelstäbchen und machen das hier in das nächste Doppelstäbchen rein. Wie das geht, wisst ihr ja mittlerweile, habt ihr jetzt schon sehr oft gemacht. Und jetzt könnt ihr das auch schon ganz gut erkennen, wie sich das dann hier so rüberlegt. Und dann können wir jetzt ganz normal im Muster weiter häkeln, soweit wie es eben in der Anleitung steht. Und wenn ihr das Muster dann lang genug hier gemacht habt für eure Cup-Größe, dann machen wir hier am Ende nochmal ein Doppelstäbchen. Und normalerweise würden wir jetzt wieder 2 Luftmaschen nochmal machen und ein Doppelstäbchen. Aber weil wir jetzt wollen, dass das letzte Doppelstäbchen hier wieder sich so schräg hinlegt, diesmal nach rechts schauend, machen wir einfach wieder ein Doppelstäbchen direkt ins nächste Doppelstäbchen, also ohne davor diese beiden Luftmaschen zu häkeln. Und ich bin übrigens mal gespannt, ob ich das ganze Video über brav häkeln gesagt habe oder ob ich mal stricken gesagt habe, weil ich normal immer Strickvideos mache oder so oft. Genau, so, und jetzt seht ihr das hier auch schon ganz schön, wie sich das so rüberlegt. Und da wir ab jetzt in Reihen stricken und nicht mehr in Runden, drehen wir uns das Ganze dann einfach einmal komplett um und arbeiten dann einfach genau so weiter. Heißt, wir starten wieder mit 4 Luftmaschen, um Höhe aufzubauen.
Und wir lassen dann die ersten beiden Luftmaschen, die jetzt nochmal hier kommen würden, weg und stechen hier direkt dann ins nächste Doppelstäbchen und machen da ein Doppelstäbchen rein. Und somit legt sich das dann hier wieder so schön schräg rüber, wie wir es haben wollen. Und jetzt können wir wieder einfach in unserem Muster weiterarbeiten und eben immer diese Abnahmen einbauen, bis wir dann oben bei der Spitze angekommen sind. Und wie wir da weiter vorgehen, zeige ich euch gleich. Ich habe das jetzt in diesem Schema weitergemacht und jetzt fehlt mir nur noch die Spitze und die machen wir jetzt einmal zusammen. Die geht nämlich auch ganz einfach. Da machen wir einfach insgesamt 8 Luftmaschen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann stellen wir hier einfach bei dem nächsten Stäbchen ein, also Doppelstäbchen natürlich hier, und machen eine Kettmasche. Heißt, wir ziehen das hier durch und hier durch. Und somit haben wir jetzt unsere Spitze gemacht. Und jetzt könnte man den Faden abschneiden und dann oben den Träger ranmachen. Aber ich bin ja faul und möchte so wenig wie möglich verlieren. Und deshalb drehe ich mir das jetzt einfach wieder um. Und mache jetzt einfach bis zur Mitte dieser Luftmaschenkette hier, mache ich Kettmaschen. Also muss mal gucken, wie viele reinpassen. Wahrscheinlich so 3, 4 Stück. 1, 2. Jetzt habe ich das ein bisschen eng gezogen. 2, 3. Und eine geht noch rein. 4. Und jetzt sind wir so nämlich an der Mitte hier oben wieder angekommen, wie ihr schon erkennen könnt. Und dann können wir jetzt nämlich einfach mit unserer Luftmaschenkette starten. Das werden dann nämlich unsere Träger. Also da könnt ihr dann einfach so viele Luftmaschen machen, wie ihr benötigt, damit das dann eben später gut sitzt. Also am besten probiert ihr das dann zwischendurch mal an. Kleiner Tipp, ich habe das so gemacht, dass ich mir einfach, ich zeige es euch hier beim ersten, eine Luftmaschenkette schon mal gehäkelt habe und das hier einfach noch nicht abgekettet habe. Also heißt, ich habe mir den Faden noch relativ lang gelassen, bevor ich den abgeschnitten habe. Dann kann ich das nämlich anprobieren und mir das feststecken und halt gucken, reicht das oder reicht das noch nicht. Und wenn es nicht reicht, dann gehe ich hier einfach nochmal rein und mache mir noch ein paar Luftmaschen dran. Genau. Und dann, wie gesagt, am Ende einfach nochmal hinten festnähen, die beiden Träger. Und dann ist das gute Stück auch schon fertig. Und so sieht das Yardtop fertig aus. Ich bin wirklich komplett verliebt. Ich finde, das ist einfach perfekt für Festivals und den Sommer. Aber ehrlich gesagt kann ich mir das auch super für Weihnachten oder so vorstellen. Und jetzt bin ich natürlich riesig gespannt, in welcher Farbe ihr das Yardtop nachhäkeln werdet. Oder vielleicht wird es ja gar kein Top, sondern sogar ein Kleid. Schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ich freue mich darauf, das zu lesen. Und jetzt sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.